Ja, willkommen zu Frequent Traveler TV, heute von der Terrasse. Ich dachte mir, ich bin clever, aber ich habe mir damit mehr Arbeit gemacht, als ich dachte. Und zwar dachte ich, im Studio ist es so warm, gehst du einfach auf den Balkon, den hat man ja, aber jetzt knallt die Sonne hier so drauf, haben auch einen geilen Schatten. Ihr merkt, mit der Sonne kann man hier auch im hohen Norden nicht spaßen. Deshalb haben wir für euch ein paar Themen mitgebracht. Einmal in Genf, da passiert ein Streik, da geht nichts. Weiter geht es dann mit der Global Airlines. Die meinen das irgendwie ernst. Die haben jetzt Flugzeuge gekauft, also mehr als ein. Dann Airbus A330neo ist quasi ein Spätzünder und bei Airbus nennt man das Ganze den Ketchup-Effekt oder so, also Flascheneffekt. Ich gehe gleich drauf ein. Virgin Atlantic Flying Club bis zu 60% Meilenbonus. Beim Meilenkauf Merit Bonvoy Mystery Bonus ein Reminder. Auch ein Reminder für Payback-Punkte Miles and More. Boomerang Club Miles zu Miles and More auch ein Reminder. Und dann haben wir natürlich noch einen Deal in der Business Class von Dublin nach Male für 1.666 Euro. Das ist nicht ganz richtig, weil man eigentlich noch nach Colombo fliegen muss, aber ich gehe da gleich drauf ein. Ansonsten denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem aber auch ganz, ganz wichtig, immer zu kommentieren und Bescheid zu sagen, wenn ihr irgendwelche Sorgen, Ängste oder Nöte habt, damit wir darauf eingehen können. Ja, natürlich. Also, Kanal abonnieren, Glocke an, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen. Ihr wisst schon, wie es geht. So, dann denke ich mal, wir können im ersten Thema loslegen. Das erste Thema ist der Genfer Flughafen. Ich tippe auch zuerst nochmal die Zeiten an, weil ihr wollt ja immer wieder die Zeiten haben, damit ihr die Marks habt. Und zwar ist es so, dass wir einen Streik am Genfer Flughafen haben. Am Flughafen Genf ging am Freitagmorgen gar nichts mehr, weil man sich dort über das Lohnsystem, das neue, unglücklich schätzt. Und deshalb hat man gesagt, machen wir nicht mehr. Der Streik von 8 bis 10 Uhr haben die Flughafenmitarbeiter in Genf die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben des Flughafens fallen deshalb 64 Flüge aus, auch Langstreckenflüge sind ausgefallen, aber die werden nachgeholt und zwar sind die heute Morgen nachgeholt. Und zwar die Gewerkschaft in der Schweiz hat gesagt, 1000 Leute haben gestreikt. Also insofern seht ihr, wie viele Beschäftigte im Sicherheitsbereich da sich beteiligen für diese Gehaltsnachteile. In den meisten Kantonen der Westschweiz beginnen am Freitag die Sommerferien. Der Flughafen Genf hatte für Freitag 400 Flüge geplant und 8000 Passagiere sind betroffen. Also man denkt das gar nicht. Man denkt immer, Genf ist so ein kleiner Klitschenflughafen. Ich selber finde Genf, ist ein schnucklig Flughafen, wenn man ehrlich ist. Aber in Genf war ich öfter, als ich die Swiss besucht habe, weil da auch das Callcenter ist, Customer Care, wie das so schön heißt. Auf der einen Seite die Schweizer der Ausgang und dann auf der anderen Seite den französischen Ausgang, fand ich immer sehr amüsant. Dann geht es weiter mit dem Thema und zwar Global Airlines. Global Airlines, die sind ja eine lustige Veranstaltung. Die glauben ja wirklich, genau wie Mario und ich, an die Zukunft des A380 und die haben jetzt anscheinend 4 Stück sich besorgt. Und zwar irgendwie kam das Ganze aus dem Nirgendwo, wie beim letzten Mal. Man hatte eine Maschine, die Produktionsnummer SN006 besorgt. Das war, glaube ich, ehemals Highfly und dann Singapore Airlines. Und jetzt kündigte man an, dass man weitere 3 Maschinen sich gesichert hat. Und die Wahl des Musters ist natürlich eine etwas merkwürdige für eine Fluggesellschaft, die sich neu und am Markt behaupten möchte. Finde ich also auch spannend und interessant. Aber wir sind mal interessiert, was da passieren soll. Auch gerüchtemäßig soll ab Deutschland geflogen werden. Also ich bin gespannt, was da für ein neuer Mitstreiter gerade mit dem Großgerät 380 losgeht. Losgehen soll es nämlich 2024. Bis dahin will man die Maschinen flott machen und ich bin mal gespannt, was von der Webseite als Cabin Interior Design wirklich überlebt oder ob das nur die alten Singapore Airlines Kabinen da drin sind. Bleiben wir mal gespannt. Dann haben wir das nächste Thema, den A330neo.
Der A330 Neo ist ja irgendwie so ein Nischenprodukt, wenn man das zumindest von den Zahlen sieht. Es sind nur 300 Stück verkauft worden von dem Vorgänger, dem C, also von dem CEO sind ja 1500 verkauft worden und damit ist natürlich in den 7 Jahren, glaube ich, seit 2014, das wären ja 6, nee, sogar länger, 8 Jahren gibt es den Flieger und da gibt es die A330-300 800 und A330-900 und man fragt sich auch irgendwie teilweise, warum gibt es diesen Flieger, wenn doch die 350 die eierlegende Wollmilchsau ist und alles kann. Man kann ja damit auch sogar eine Cargo-Variante machen. Ähm, aber jetzt sagt man, und zwar ist das der Airbus-Marketingchef Christian Scherer, er geht davon aus, dass es einen Ketchup-Flascheneffekt gibt. Das heißt also, wenn man da drauf haut, dass es dann einen Knall gibt und dann kommt der ganze Ketchup raus. Und so soll das jetzt auch sein beim A330. Man gibt einen Knall und da ist es so, dass bei dem Knall dann die Flugzeuge wohl bestellt werden wie Hammerkranke. Also ich kann das nicht vorstellen. Aber nun gut, so ist das. Auf jeden Fall, was dem CEO wirklich dort was bringen wird, denke ich eher, sind, dass da Produktionslinien frei sind. Das heißt also, wenn man eine 350er bestellen möchte, dass der 350er wesentlich länger braucht, bis man diesen dann bekommen kann, den 330er, dass man den 330er wesentlich besser bekommt. Oh, gerade die Nachricht bekommen, Netzbrumm. Ich gucke mal, was hier ist. Haben wir das jetzt weg? Vielleicht ist das Kabel gewesen. Alle Kabel sind drin. Ist das Netzbrummen jetzt weg? Ich kann das jetzt leider so nicht kontrollieren. Eben hat es funktioniert. Da nochmal eine kurze Nachricht schicken auf WhatsApp. Dann haben wir die 8 Minuten leider mit Brummen gehabt. Das tut mir leid. Ich hoffe, dass das jetzt weg ist. Dass das jetzt besser ist. Also gib mir ein Zeichen. Schick mir kurz eine WhatsApp. Dann kann ich da auch nochmal gleich schauen. So, 330er weiter. Neo kann man knapp 50 Stück pro Jahr bestellen und damit denke ich mal, dass auch seit der Pariser Airshow einige mehr dazu kommen. Schauen wir mal. So, jetzt, das war das Kabel. Ich hatte noch ein zweites Kabel drin. Das hätte sich halt nicht da drin befinden sollen. Schnell noch nämlich auf Stereo gestellt, anstatt immer mit Splitter. Naja, nun gut. Sorry dafür, mehr Culpa. Aber dafür habt ihr ja die Aussicht hinter mir, Natur mit Moderne gepaart. Weiter geht es dann mit dem Thema Virgin Atlantic. Und zwar bei Virgin Atlantic ist es so, dass die ja mit ihrem Club jetzt auch Meilen verkaufen und mehr Punkte geben. Und zwar, wie sieht der Deal aus? Und zwar gibt es Virgin Points, die kann man jetzt kaufen mit einem Bonus bis zu 60%. Heißt also, wer 3000 Punkte oder weniger kauft, kriegt keinen Bonus. Wer 3000 bis 19.000 Punkte kauft, kriegt 20% Bonus. Wer 20.000 bis 64.000 Punkte kauft, bekommt 30%. Wer 65.000 bis 99.000 Punkte kauft, kriegt 50%. Und wer zwischen 100 und 200.000 Punkte kauft, bekommt das Maximum an 60%. Das heißt also, wenn man die Punkte kauft, dann wäre das Maximale jetzt 200.000 Virgin-Punkte. Da gibt es dann 60%, das sind dann 120.000, das wären in Summe 420.000 Punkte. Und in US-Dollar sind das $5.000. Und lustigerweise hat Virgin $22 Handling-Fee, also auch wieder etwas Interessantes. Da sie bei SkyTeam drin sind, können diese Meilen doch durchaus nützlich werden. Das heißt also, deshalb macht Virgin Atlantic etwas mehr Sinn. Und wenn man zum Beispiel mit Air France fliegen möchte oder sowas, damit kann man dann durchaus, wenn man nicht unbedingt mit Virgin Atlantic fliegen möchte, die kann ich übrigens nur empfehlen, sind relativ cool. Zumal man ja bei Virgin Atlantic auch ein Virgin Atlantic Ticket braucht, um in London in das Clubhaus zu kommen. Aktion gilt bis zum 31. Juli. Und jetzt haben wir den großen Service für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kanalmitglieder, KanalmitgliederInnen und ihr wisst, für alle, die heute schauen, jetzt mit besserem Ton,
Da gibt es von Marriott Bonvoy ja die Aktion, die hatte ich schon berichtet. Und zwar ist das diese Geschichte, die nennt sich Marriott Bonvoy Mystery Bonus. Und diese Aktion läuft jetzt aus. Also wenn ihr Marriott-Punkte kaufen wollt, dann kauft sie jetzt. Bis zum 2. Juli geht dieser Deal. Und da gibt es dann solche Sachen wie zum Beispiel 50% mehr Bonus, je nachdem, was man da hatte. Ich weiß gar nicht mehr selber, was ich hatte. Maximal wären das dann zum Beispiel 100.000, 50.000 on top. Das wären dann für 1.250 US-Dollar Punkte. Das wäre jetzt der Moment, dass man das kaufen muss. Es gibt immer Boni bei Marriott zwischen 40 und 50 und 60% sogar. Heißt also, alles, was in der Spanne ist, okay. Aber denkt dran, immer wenn ihr die Punkte kauft, dass ihr einen Use Case habt. Das gilt übrigens auch für Virgin. Also nicht Punkte einfach nur kaufen, um sie zu kaufen. Wo es auch nochmal einen Hinweis braucht, und das Programm wird ja auch beerdigt, das ist Boomerang Miles. Da gibt es nämlich jetzt auch Schluss mit lustig. Und zwar bei den Boomerang Miles ist es so, dass die Lufthansa das natürlich gerade jetzt einstampfen will und die wandern dann rüber zur Lufthansa Miles and More. Jetzt ist dann, bis Ende Juni kann man noch die Meilen einsetzen oder mit 10% Bonus zu Miles and More transferieren. Macht es jetzt einfach, damit ihr den Bonus mitnimmt. Heute. Und die Aktion endet am 30.06., genau wie der Club endet. Also hier nochmal wirklich selber Hand anlegen und Gas geben. Genau die gleiche Aktion, bei der ihr was machen müsst, das ist die Payback-Aktion. Heißt also, wer bei Payback jetzt Punkte zu Lufthansa rüber juckeln will, soll das jetzt tun, denn es gibt noch die 30%. Die laufen auch heute Nacht raus. Heißt, ab dann gibt es nur noch anstatt 1:1 Punkte, die es ab morgen gibt, jetzt gibt es noch 30% mehr. Würde also heißen, 1000 Punkte rüber, ne Quatsch, 4000 Punkte müsst ihr ja mindestens machen, so ist es richtig. 4000 Payback-Punkte sind 4000 Miles and More Punkte, plus natürlich 1200 Punkte, was die 30% sind, läppert sich natürlich am Ende des Tages. Deshalb macht es, wie Mario auch, geht von eurem automatischen Überweisungen weg und macht es immer dann, wenn eine Aktion ist, klassisch im Juni und irgendwann November, Dezember. Das ist so die Daumenregel, dass man das weiß. Herrlich die Sonne, ich mag das. Es geht auch der Wind. Ich hoffe, ich habe das hier so ein bisschen, dass es nicht rauscht, aber das andere Rauschen haben wir ja Gott sei Dank festgestellt, woran das lag. Dann haben wir als letztes für euch nochmal einen Deal, so ein Deal, der relativ cool ist. Der geht ab Dublin. Ich gebe euch hier auch nochmal das Bild, damit ihr das seht. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Zack, Dublin und da ist es. Da habt ihr es. Da seht ihr auch mal die Entfernung. Auf jeden Fall ist der Deal so und so aufgebaut, dass man von Dublin über Abu Dhabi nach Male weiterfliegt, dann nach Colombo. Aber das Coole ist natürlich, weil ihr sagt, ich will ja gar nicht nach Colombo, dass ihr einen kostenlosen Aufenthalt in Abu Dhabi habt, einen kostenlosen Aufenthalt in Area 1 und 2 und einen kostenlosen Aufenthalt in Area 3. Unlimited Aufenthalte, wenn ihr die haben wollt, kosten einfach nochmal 100 US-Dollar extra pro Zone. Heißt also rein theoretisch, wenn man erst nach Colombo fliegt und dann wieder nach Male zurückfliegt, kann man da so ein bisschen mit spielen. Wichtig ist, dass ihr die Buchung bis zum 5. Juli macht und die Buchungsklasse ist Z, also die Etihad Business. Von der Strecke her seht ihr es auch, da sind das mal 12.109 Meilen. Und die Strecke zwischen Male und Colombo ist gar nicht so groß, 483 Meilen. Ich selber fand Colombo, den Flughafen, nicht so prickelig, bin ich oft geflogen, weil von dort aus die Etihad-Tickets wesentlich günstiger waren. So, dann geht es jetzt wieder zurück. Da seht ihr mich. Und jetzt gehen wir mal auf den, wo haben wir es? Hier ist es. Da seht ihr nochmal die Frage des Tages. Wie findet ihr den A380er Neo? 330er Neo. 380er Neo ist Wunschvater des Gedanken. Wie findet ihr den 330er Neo? Kann der weg oder sollen die alle einfach mal lieber den 350er kaufen?
weil der wesentlich besser ist. Also dazu eure Meinung. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, dann Frage des Tages hatten wir ja. Die haben wir noch. Und dann gucken wir mal, was wir euch antworten, was ihr geschrieben habt, was eure Meinung ist. Und dann geht das auch direkt hier los. So, dann hallo Bernhard, hallo Frank, hallo Guido, hallo Sven, hallo Ronny, hallo Jörg. Schön, dass dir das gefällt mit der Voraussetzung, weil es auch noch Voraussendung, weil es doch immer wieder Arbeit ist, das zu machen, aber ich versuche mir da Mühe zu geben. Grüße an Roland. Ja, sorry, mea culpa mit dem Ton. Da war ein Kabel dran, das hat anscheinend ein Brummen veräußert. Das war das Kabel, ist nicht nur ins Mikrofon rein, sondern ich hatte nochmal schnell über USB-C mein Notebook verbunden mit dem Kabel und das hat wahrscheinlich einen Brummen verursacht. Das war uncool und ich hoffe, das haben wir jetzt gefixt. Aber war besser, als dass er mich Mono gehört hat, aber hätte nicht passieren dürfen. Again, what learned. So, dann haben wir es weiter. Hallo Frank. Dann gucken wir mal weiter. Neo ist für einige Fluggesellschaften der perfekte Flieger. Für die Condor zum Beispiel gibt es für die Fernstrecke keine bessere Maschine. Naja, nun gut, der 350 wäre ja auch gegangen für die Condor, muss man dir ehrlicherweise sagen. Aber preislich war die wahrscheinlich unverschämt billig. Dann bin noch nicht mitgeflogen, von daher kann ich nicht viel sagen. Dann schnell machen. So, der Ton ist top, jetzt ist super, jetzt ist er perfekt. So, ja, Virgin Atlantic. Grüße nach Kühlungsborn. Ja, das ist ja so. Dann, natürlich gebe ich gute Hinweise, ist doch logisch. Payback sammeln und bei Miles & More Aktionen rüber, genau. Dann, wer noch schnell ein paar Payback-Punkte braucht, kann bei Penny im Gutscheinshop die Wunschgutscheine mit 16-fachen Payback kaufen oder läuft schnell den nächsten Penny um die Ecke. Kann man machen, auch eine Möglichkeit. Dann, Colombo ist eine spannende Stadt, die Chinesen bauen dort einige Wolkenkratzer, die Stadt wird immer moderner. Letztes Jahr, November, war ich dort mit Mein Schiff 5. Warum? Ja, also wie gesagt, ich fand Colombo nicht so prickelnd, aber Gott sei Dank haben wir andere Ecken, die wir mögen. Sonst würden wir uns ja immer wieder über die Füße laufen. So, hallo Venture X. Fliegt mal ein A330-900 bei Cebu Pacific. Ja, das kann man natürlich auch machen. So, A3 sicher ein Ferienflieger für die beste Wahl, da diese ja nicht so viel Fracht mitnehmen wie die 350-Flieger zu den größeren Airports. Ja, das ist durchaus natürlich auch immer ein Gedankengang. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Thema für heute abgearbeitet. So hattet ihr den Balkonblick. Sorry nochmal, dass ihr mit dem Ton so leiden musstet. Ich muss da nochmal gucken, dass das nicht klappt, nicht passiert. Ich hatte es aber, wie gesagt, in den letzten 3 Minuten komplett verpeilt, das Kabel abzumachen. Mea culpa. Denkt dran, den Kanal trotzdem zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert. Kanalmitgliedschaft für alle, die eine haben wollen. Der erste ist immer ein guter Start. Und wer eine amerikanische Kreditkarte hat, im Moment gibt es bei YouTube die Aktion, wer bei YouTube was macht, der kriegt, glaube ich, bis zu 15 US-Dollar erstattet. Das heißt, also, wer YouTube Premium macht und solche Sachen auf YouTube, der kriegt Geld zurück mit seiner amerikanischen American Express. Ups, da bin ich gegen den Ständer. Mal gucken, ob ich morgen wieder von draußen komme. Auf jeden Fall ist es vielleicht ein bisschen angenehmer als im Studio, zumindest weil der Wind hier so geht. Ich freue mich, wenn ihr was sagt. Hier ist die WhatsApp. Also, bis dann, wieder viel Spaß und bis morgen in Alter und in Frische. Also, bis dann. Grüße auch an den Senator aus Rosenheim. Also, bis dann. Ciao.